Also, ich fange mal an mit der Titel, bin ich gut zu hören? Die schönste Sache der Welt, Punkt, 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 Fragezeichen, Ausrufezeichen. Es sollte eigentlich die schönste Sache der Welt sein, kann es auch sein, aber für viele Menschen ist es das nicht. Und deswegen das Fragezeichen und dann aber das Ausrufezeichen, vielleicht können wir daran auch etwas ändern. Ich wünsche mir entspannte Zuhörerinnen und aus diesem Grund habe ich mitgebracht Akupressurringen. Jeder von Ihnen hat so einen Ring auf seinem Stuhl. Bitte packen Sie das jetzt aus, nehmen Sie das aus dem Tütchen raus. Sie können das Tütchen kaputt machen, also wir müssen nicht jetzt ewig rumfriemeln, einfach aufreißen. Mit schwitzigen Händen rumfriemeln, das muss jetzt nicht sein. Okay, hat jeder seinen Ring? Okay. Der Massage mit Handakupressurring stärkt das Immunsystem, verbessert die Durchblutung, stimuliert die Meridiane, aktiviert die Organfunktionen und stellt das Gleichgewicht im Körper her. Und bitte probieren Sie es jetzt einfach aus. Sie machen es um einen Finger und dann rollen Sie das langsam ab. Und wieder hoch und ein bisschen ab und machen Sie vorsichtig. Ja? Das könnte ja irgendwas auslösen, nicht, dass hier jemand plötzlich umkippt. Und dann gehen Sie zum nächsten Finger und während ich jetzt den Vortrag mache, machen Sie das einfach weiter, weil ich denke mal auch, man merkt, also ich finde, man merkt eigentlich ziemlich schnell, ich merke es jetzt auch schon, ich kriege so eine Gänsehaut am Rücken. Da passiert was im Körper, wenn man diese Ring benutzt. Und die können Sie auch mitnehmen und wenn Sie dann auf der Arbeit sind oder wo auch immer, im Bus, im Zug, können Sie einfach sich selber was Gutes tun, ohne dass es komisch aussieht. Obwohl, da werden immer wieder Leute dann bestimmt sein, was machen Sie denn da? Und dann können Sie einfach erklären, das ist ein Akupressurring und damit tue ich mir was Gutes. Okay. Also, das ist der Ring. Und hier ist noch ein kleines Bild von wo das alles, das sind die Reflexpunkte, das kommt aus der chinesischen Medizin. Für die ist es ganz klar, dass der ganze Körper, alles ist miteinander verbunden. Wenn ich hier einen Punkt drücke, dann kann es eventuell hier am Rücken irgendwas entspannen oder was auch immer und da sieht man, Sie bekommen übrigens diesen Vortrag als PDF. Sie brauchen sich also gar nichts zu merken und können dann in Ruhe sich das nochmal anschauen und gucken, wenn Sie zum Beispiel Zahnschmerzen haben, wo kann ich denn drücken? Man kann auch mit dem Ring so einfach über den Hand drüber gehen. Haben Sie eine? Weil Sie da stehen? Ja? Ah, okay, gut. Alles klar. Während Sie sich jetzt die Finger massieren, schließen Sie bitte kurz Ihre Augen und fragen Sie in sich hinein die Frage, wie wichtig ist es für mich in meinem Leben jetzt, dass ich Berührungen empfange und Berührungen gebe, in irgendeiner Form. Das kann auch die Katze streicheln sein oder eine Umarmung oder dass man sich massieren lässt oder was auch immer. Es muss nicht unbedingt sexuelle Berührung sein. Obwohl Berührung eigentlich immer sinnlich ist nicht jede Berührung sexuell. Aber einfach, dass Sie für sich das mal kurz feststellen sozusagen, wie wichtig ist das für mich im Moment. Und dann entscheiden Sie, wo stehen Sie jetzt gerade, auf einer Skala von 1 bis 10. Und da ist 1 nicht wichtig und 10 ist nicht nur wichtig, sondern notwendig. Ja? Und dann, wenn Sie da sich positioniert haben, machen Sie einfach die Augen wieder auf und zeigen Sie alle hier im Raum mit Ihren Fingern, wo
sie stehen. Ja? Ich bin aus Holland. In Holland sind wir immer neugierig auf unsere Mitmenschen, manchmal sogar zu neugierig. Das ist in Deutschland und Österreich, ich weiß nicht, wie das hier ist, die Leute sind eher so ein bisschen diskret. Also wir gucken jetzt nicht genau, was haben die anderen, aber gucken Sie sich hier um einfach. Positionieren Sie sich einfach und zeigen Ihre Finger. Und dann gucken Sie, nicht was hat wer, aber wie viele Finger sehen wir? Sehen wir viele Leute, ich sehe schon mal ziemlich viele Leute, für die das nicht nur wichtig, sondern notwendig ist. Schauen Sie sich bitte um. Ja, nicht scheu sein. Ich sehe ganz viele 10 Finger. Ich bin ganz überrascht. Wow. Schön, toll. Also, das ist schon mal ein guter Anfang, ne? Wenn jetzt alle so gemacht hätten, so. Naja, geht, ist schön, aber muss nicht sein. Aber ich sehe auf jeden Fall, habe ich ganz viele Finger gesehen. In unserem Kulturkreis werden wir so erzogen, dass jede körperliche Begegnung unter Erwachsenen oder größeren Kindern, die nicht unsere eigenen sind, genital sexuelle Absichten zu unterstellen. Ja, das ist in unserer Kultur ganz deutlich, dass man darf nicht Menschen berühren. Und wenn man es tut, sagt man, Entschuldigung. Ja, das ist in anderen Kulturen manchmal wieder anders. Die sind viel körperlicher miteinander. Aber bei uns ist es so was gleich wie, will der jetzt was? Oder will sie jetzt was? Oder ja, das ist sehr, wie soll ich sagen, das ist etwas ein bisschen Ängstliches. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen haben aber gezeigt, dass achtsame Berührungen zu einer direkten Entspannung führen und zur Ausschüttung des Hormons Oxytocin. Und Oxytocin baut Stresshormone ab und wird mit Gefühlen wie Liebe, Vertrauen und Ruhe in Verbindung gebracht. Also es ist schon eigentlich eine tolle Sache, dieses Berühren. Und was ich noch interessant finde, ist, das wussten die Menschen immer schon. Aber jetzt ist es so, dass die Wissenschaft, die muss jetzt immer alles beweisen. Ja? Alles, was wir schon eigentlich längst wissen, das muss die Wissenschaft beweisen und dann hat es einen Wert, dann kann man das sagen. Hier sieht man so eine Oxytocin-Ausschüttung, denke ich mal. Oh ja, ich brauche eine große Mappe. Ich fange jetzt mal an mit dem Ernst der Dinge. Ich bekam vorletzte Woche eine Mail von einer Tochter von einem 96-jährigen Mann. Oh, jetzt muss ich meine Brille auf. Sie schreibt, liebe Frau de Vries, mein Vater ist 96 Jahre und lebt im Pflegeheim. Er ist mittelgradig dement, kann noch viel erzählen, außer Kurzzeitgedächtnis. Er bewegt sich langsam, aber eigenständig am Rollator oder bei etwas längeren Wegen auch im Rollstuhl. Vor 1,5 Jahren ist meine Mutter verstorben und nach circa 6 Monaten hat er angefangen, weibliches Personal zu bitten, sie mal anfassen zu dürfen. Die Erfahrenen konnten sich gut abgrenzen, die anderen wollten nicht mehr zu ihm ins Zimmer. Vor circa 3 Monaten hat er eine Art Liebelei mit einer ebenfalls dementen Mitpatientin begonnen und diese sei auch ihm zugetan gewesen. Allerdings sei er dann wohl dabei zu weit gegangen. Jedenfalls gibt es eine Anzeige wegen angeblicher, hat sie in Klammern geschrieben, Vergewaltigung. Es soll zu einem sexuellen Akt gekommen sein, bei dem das Einverständnis nicht klar ist. Er wurde daraufhin in die Psychiatrie eingewiesen, wo er allerdings über 5 Wochen unauffällig war. Nun ist er seit 10 Tagen wieder zurück und es hat gestern wieder eine sexuelle Belästigung gegeben mit einer anderen Mitbewohnerin. Er selber kann sich an nichts erinnern. Es scheint wie ein plötzlicher Impulsdurchbruch zu sein. Ich glaube, er hat eine große Sehnsucht nach Berührung und Nähe. Ich habe mit der Heimleitung gesprochen und sie findet diesen Weg über eine Sexualassistentin einen Versuch wert. Nur sehe sie es lieber, wenn das außerhalb des Hauses stattfinden könnte
um das als etwas Besonderes zu markieren. Nicht, dass er denkt, er darf das jetzt auch mit anderen Mitbewohnerinnen machen. Das ist eigentlich komisch, weil das denkt er ja. Ich finde diese Annahme fragwürdig, schreibt also die Tochter. Vielleicht wissen Sie jemand Geeignetes und oder könnten sogar Kontakt zur Heimleitung aufnehmen. Die Kosten stellen für uns kein Problem dar. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Es ist für uns gerade keine leichte Zeit, unseren Vater so erleben zu müssen. Wir würden ihm so sehr einen warmen, geborgenen Lebensabend wünschen. Die Wohnbereichsleitung Frau van Xanten ist aus den Niederlanden und ist sehr aufgeschlossen einer solchen Lösung gegenüber. Mit ganz herzlichen Grüßen. Dann habe ich zurückgeschrieben, liebe Frau Hüppeldepüpp, das löst bei mir Kopfschütteln aus. In der Psychiatrie, was eine bildungs- und emotionale Armut. Ich habe gestern ein wenig recherchiert, bitte setzen Sie sich in Verbindung mit Frau Blablabla, die ist in Oldenburg, weil er ist da in der Nähe von Oldenburg. Sie ist zu Hause in dem Thema, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht jemand kennt, die Sexualbegleitung anbietet in der Gegend. Von mir aus Kontakt aufnehmen mit der Heimleitung geht nicht, die müssten mich anfragen und dann auch für Beratung bezahlen. Im Anhang ein paar Sachen aus meinem Infomaterial. Vielleicht können Sie etwas, was Ihnen geeignet erscheint, an Frau van Xanten weiterleiten und die wieder an der Leitung. Vielleicht ist es vorstellbar, mich für eine Inhouse-Fortbildung einzuladen. Es grüßt herzlich Nina de Vries. Das wäre dann so eine Möglichkeit, darüber zu reden. Also ich kann nicht in eine Einrichtung anrufen und sagen, ich habe eine Mail bekommen von Frau so und so über ihren Vater und ja, und dann? Geht nicht. Ist nicht möglich. Die müssen auf mich zukommen. Die müssen erstmal sagen, okay, das Thema ist uns wichtig. Und es ist nicht nur Herr, weiß ich nicht, wie er heißt. Es sind natürlich auch noch andere da, die das gleiche Thema haben. Es wäre also eine Fortbildung wert. Hier das bezüglich auf dieser 96-jährigen Mann. Das Schlimme am Alter ist nicht, dass man alt ist, sondern dass man jung ist. Das ist wirklich, ich denke auch wir, die schon ein bisschen, wir sind ja alle schon etwas älter, man weiß doch, dass man genau weiß, innen drin ist man immer noch, ja, und dann guckt man im Spiegel, oh, jetzt bin ich eine von den Älteren, ja. Das ist einfach nicht gebunden am Körper. Wer von Ihnen hat schon mal etwas gehört, gelesen, gesehen über Sexualassistenz? Lass uns wieder umgucken, dass wir auch alle wissen, mit was haben wir es jetzt hier zu tun. Also viele haben schon mal etwas davon gehört. Ablauf, ich bin ein bisschen unsicher. Bis wann habe ich Zeit, Frau Gruber? Ich habe es vergessen. Nur halb? Nur bis halb? Oh, da muss ich ganz durch. Das ist so schwierig, das einzuschätzen, wie viel Zeit man braucht. Ich habe total gekürzt, aber ich werde teilweise dann auch ein bisschen schneller durchgehen, vielleicht auch mal was weglassen. Die PowerPoint, das habe ich schon gesagt, können Sie als PDF bekommen. Wer bin ich? Ganz kurz etwas zu meinem Werdegang, weil ich bin auch derjenige, der irgendwie verbunden ist mit dieser Arbeit in Deutschland, Österreich und so weiter. Ich bin geboren in 1961 in den Niederlanden, Vater Lehrer, Mutter Hausfrau, dass man so ein bisschen Idee hat, welche Gesellschaftsschicht. Therapeutische und Körperarbeitsausbildung in den Niederlanden, das war Lernen durch intensive Selbsterfahrung. Körperarbeit, Themen waren Körperarbeit, Arbeit mit den Emotionen, Beziehungen, Sexualität, Meditation. Es war eine Schule in die Kunst, ein Mensch zu sein. Ich bin der Meinung, das müsste eigentlich jeder mal in so eine Schule gehen, weil das ist nicht so leicht, ein Mensch zu sein. Ich habe mich selbst mit meinen Macken und Talenten gut kennengelernt und bin dann in 1990 ist es okay, mein Tempo? Okay. Nach Berlin, Arbeit unter anderem als Grafikerin, Illustratorin, Küchenhilfe, Straßentheater, also ganz viele verschiedene Sachen und in 1992 habe ich ein Jahr in ein großes Rehabilitationszentrum für Menschen mit Behinderung gearbeitet und da konnte ich meine Berührungsängste verlieren, die ich absolut hatte.
Menschen mit Behinderung gegenüber. In 1994 habe ich es mir zugetraut, tantrische, erotische Massagen für nicht sichtbar behinderte Männer anzubieten, die sogenannten normalen. 1995 habe ich mich selbstständig gemacht als Masseurin, auch Arbeit mit Menschen mit Körperbehinderung, die kamen dann einfach auch auf mich zu. Ich habe Ja gesagt zu Einladungen ganz oft, weil ich eben sehr neugierig bin. Und zum Beispiel Senat für Gesundheit in Berlin, Arbeitskreis Sexualität und Behinderung, das war so ein Anfang, in Kontakt zu kommen mit dieser ganzen Pflegewelt und Behindertenwelt. Öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen, Filme, Auftritte, Talkshow und so weiter. Dann fing das auch an, dass ich Anfrage bekam bezüglich Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen, Menschen mit kognitiver Behinderung, Menschen mit Demenz, weil es dann eben bekannter wurde. In 2001 haben wir den Begriff Sexualbegleitung in der Welt gesetzt und ab 1999 fing ich an, auch Vorträge und Workshops zu halten unter dem Motto, was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut, von Aristoteles. Ich arbeite nicht, oder das Ganze hat nicht angefangen aus einer sozialen oder politischen Motivation, also nicht aus so einer Motivation, ich will was für anderen tun und auch nicht, ich will die Welt verbessern. Es hat sich durch Anfragen ergeben. Es gibt einfach einen enormen Bedarf. 2004 habe ich ausgebildet auf Anfrage in der Schweiz. Da haben wir dann das Begriff Sexualassistenz genommen. Kurz, ein Jahr lang hieß es auch noch Berührerin, was eigentlich am schönsten ist, aber im Auftrag der Fachstelle für Behinderung und Sexualität in Basel, das Motto der Ausbildung war, meine Aufgabe ist es nicht, anderen das objektiv Beste zu geben, sondern das meine, so rein und aufrichtig wie möglich. Das drückt ein bisschen den Ton aus, wie ich das sehe, was da eigentlich wesentlich ist. Jetzt arbeite ich nur noch individuell mit Menschen, die mehrfach beeinträchtigt sind und mache eben Presse, Filme, Bücher, Öffentlichkeit. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ich glaube, ich schalte jetzt einfach schnell weiter, weil wie lange könnte es eventuell, kann ich drüber, weil sonst muss ich schon anfangen, Sachen wegzulassen. Das würde gehen. Okay, gut. Was sind die zwei wesentlichsten Sachen, die wir mit allen anderen Menschen gemeinsam haben? Weiß jemand es? Was? Zwei Sachen. Mit allen anderen Menschen. Nee. Jemand hat was gesagt? Das ist es. Wir sind sexuelle Wesen. Wir sind entstanden durch Sexualität. Und wir werden sterben. Und das ist sicher. Und in der Art und Weise kann ich Leute begegnen, ohne dass das jetzt, wir müssen uns gleich erstmal die ganze Lebensgeschichte erzählen und all so eine Sachen. Es ist einfach ganz wesentlich, basal. Hier noch ein kleiner, falls jemand deprimiert wird bei der Idee, dass er sterben muss. Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Ja, das stimmt, aber an alle anderen Tagen nicht. Wenn es um Sexualität und Tod geht, sind wir also alle Betroffene. Das Merkwürdige ist, dass beides, Sexualität und Tod, beides Tabuthemen sind in unserer Gesellschaft. Das ist wirklich merkwürdig. Aus diesem Blickwinkel heraus kann entstehen eine Grundbereitschaft zu Solidarität und Mitgefühl, eine authentische Freundlichkeit. Also das hilft mir, um eben weil das so wesentlich ist, weil das einfach dann eigentlich nicht anders geht. Was meine ich mit authentischer Freundlichkeit? Keine aufgesetzte pädagogische Nettigkeit. Also das ist es nicht, was damit gemeint ist. Nicht Ja sagen und Nein meinen. Verbal und nonverbal sind kongruent. Das ist in meiner Arbeit ganz wichtig mit Menschen, die nicht sprechen können. Die merken alles. Die merken sofort, wenn du nicht dabei bei der Sache bist. Meine Arbeit, das ist eigentlich, was ich sagen will, meine Motivation ist für mich eine Möglichkeit, diese Art der Freundlichkeit zu üben. Etwas über Sex. Viele Jahrhunderte, das hat Herr Ugolini schon alles erzählt, wurde uns das verboten,
Sexualität frei und selbstbestimmt zu leben. Der zum Teil unwürdigen Umgang mit Sexualität, die wir jetzt sehen, ist die Reaktion darauf, meiner Meinung nach. Jetzt ist es omnipräsent und übersexualisiert. Jetzt habe ich ein paar schöne, es sind eigentlich noch schöne Bilder. Es gibt noch viel schlimmer, also man sieht ja überall, man kann gar nicht das entkommen, diese übertriebene Hinweis. Ja? Sexualität ist eine der intensivsten Formen der Selbsterfahrung und der Kommunikation, sage ich jetzt einfach mal. Die Bedeutung und das Erleben von Sexualität ist persönlich und individuell. Es hängt nicht an erster Stelle mit Alter, Geschlecht, gesellschaftlicher Position oder eventuelle Krankheit oder Behinderung zusammen. Das sind so, wie nennt man das, wir stecken immer alles in Schubläden. Ah, die ist alt, nee, die hat das nicht mehr. Oh, der ist behindert, nee, dann hat er das auch nicht. Ja, das sind alles so unreflektierte Bilder, die wir haben, die einfach nicht stimmen. Es ist individuell, oh nein, warte. Jetzt ist irgendwas weg, aber das macht nichts. Ich zeige Ihnen jetzt, weil das so eine Lücke ist, diese Alterssexualität, ein paar Bilder, die man eigentlich selten sieht. Ja, sowas sieht man selten. Ältere Hände, Altersflecken und in eine sinnliche Begegnung. Das ist ein Bild, was wir nicht oft sehen. Zum Beispiel hier, ich finde das sehr schön. Oder hier, das ist diese AIDS-Geschichte mit dem Kondom, dass man das Kondom benutzt. Zum Schmunzeln, schreib, aber was? Das ist unsere Gesellschaft. Wenn sie schreibt, ich heiße Olga, ich bin 80, ja, vorbei, alles ist aus. Sexualität gehört, jetzt komme ich zum Thema wieder ein bisschen sachlicher, Sexualität gehört in unserem Kulturkreis in der Privatsphäre. Was passiert, wenn man gezwungenermaßen verzichten muss auf seine Privatsphäre, auf einen Großteil seiner Privatsphäre, weil man zum Beispiel in eine Einrichtung gekommen ist. Das bedeutet, wir haben es eigentlich nicht wirklich zu tun mit Sexualität, sondern mit Sexualität in betreuten Verhältnissen, wo ganz viele Menschen um uns herum mitgucken und wir nicht einfach die Tür abschließen können und sagen, so jetzt bin ich für mich allein. Wenn dann der Wunsch nach körperlicher Nähe auftaucht und es keinen Partner gibt oder die Lebensumstände so sind, dass eine Beziehung schwer herzustellen ist oder gar unmöglich, das ist zum Beispiel bei Menschen mit starken autistischen Störungen, die können gar keine Beziehung angehen, weil es gibt kein Ich und Du. Diese Wahrnehmung ist nicht da. Eine mögliche Alternative kann dann sein, aktive Sexualassistenz, was auch Sexualbegleitung genannt wird. Und das ist eine bezahlte sexuelle Dienstleistung für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Also seelisch, körperlich, psychisch, kognitiv, was auch immer. Ja? Alle Beeinträchtigungen, die irgendwie sehr im Vordergrund stehen für diese Menschen. Sexualassistentinnen sind Menschen, die aus einer transparenten und bewussten Motivation heraus unter anderem Folgendes anbieten. Beratung, Gespräch, erotische Massage, das bedeutet, dass der ganze Körper berührt wird, nicht nur die Schultern, den Rücken, und, ja, also auch die sogenannten erogene Zonen. Nackter Hautkontakt, kuscheln, sich gegenseitig streicheln und umarmen. Anleitung zur Selbstbefriedigung für Menschen, die das nicht von Bildmaterial verstehen können. Das sage ich nochmal dazu, das ist in unserem Rahmen jetzt nicht so, wie soll ich sagen, aktuell. Das geht um Menschen, die sehr schwer kognitiv behindert sind und die das einfach nicht selber herausfinden und die man auch nicht zeigen kann, hier schau mal einen Film, weil die das nicht rückkoppeln können. Das kann dann zu sehr großen Problemen führen, Aggression und so. Oral- und Geschlechtsverkehr kann ein Angebot sein. Jeder Sexualassistent entscheidet individuell, was er oder sie konkret anbietet und für wen. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass jemand mit sich selber erstmal guckt, was kann ich nicht, was will ich nicht. Es gibt also kein Standardangebot. Oh.
Ich persönlich zum Beispiel biete kein Oral- und Geschlechtsverkehr an, nicht weil ich das schlecht oder unmoralisch finde, sondern weil ich das nicht will. Das ist eine persönliche Grenze. Es ist also nicht aus Angst, dass Leute dann sagen würden, du bist ja eine Hure. Darum geht es gar nicht. Ich will das nicht anbieten als bezahltes Angebot. Diese Grenze nicht zu würdigen, wegen Geld zum Beispiel, das wäre für mich unmoralisch. Viele sagen, aber das ist dann doch Prostitution. Hä? Das ist doch Prostitution, was du jetzt gerade gesagt hast. Dann will ich das ein bisschen auseinandernehmen. Prostitution ist ein Beruf mit sehr negativer Konnotation in unserer Gesellschaft. Es wird von den meisten mit Ausbeutung, Gewalt, Verletzung, geringer Selbstachtung, Manipulation und Täuschung assoziiert. Auch von mir, wenn ich das Wort höre, denke ich, habe ich auch sofort diese Bilder. Ein paar Klischeebilder, die wir dann vor uns sehen, ist hier diese Straßenprostitution oder Elendprostitution, das schnelle Geld. Ja, das sind so die Klischeebilder, die wir dann haben. Das Wort Prostitution kommt vom lateinischen prostituere und das bedeutet preisgeben. Also man könnte es frei übersetzen als sich zu einem Preis hingeben. Prostitution kann man auch Sexarbeit nennen. Das passiert auch immer öfters. Wer von Ihnen hat schon mal davon gehört, Sexarbeit? Ist das schon ein Begriff mittlerweile? Ich fand das ein furchtbares Wort, aber ich glaube, es ist besser, weil es einfach neutraler ist. Und Prostitution ist einfach zu negativ konnotiert. Es gibt viele Sexarbeiterinnen, die eine heilende Arbeit machen. Das Klischee von armen, ausgenutzten Mädchen oder der böse, geldgierige Frau passt weniger oft, als wir vielleicht denken. Ja, das sind auch wieder diese Bilder. Entweder es ist eine böse Frau oder es ist ein armes Opfer. Entscheidend ist natürlich, ob jemand sich aus freien Stücken zu diesem Beruf entscheidet oder dazu gezwungen wird durch Umstände oder durch andere Menschen. Und es gibt auch Menschen, zum Beispiel Alice Schwarzer, ist das Ihnen ein Begriff? Die glaubt nicht daran, dass man das frei entscheiden kann. Mit dem möchte ich auch noch mal reden. Also das sind dann diese Menschen, die auch jetzt wieder, in Deutschland ist das jetzt wieder aktuell, die wollen das nordische Modell. Und das heißt, dass die Freier eine Strafe bekommen können, wenn sie so eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Das heißt, für mich würde das heißen, wenn das durchkommt, dass ich nicht mehr in Einrichtungen gehen kann, weil die würden sich strafbar machen, wenn sie das zulassen würden. Und dann kriegt man wieder Diskussionen, das war hier jetzt in Vorarlberg, gehört das zu Schweiz oder zu Österreich? Vorarlberg. Und da ist es wohl jetzt so, dass sie auf politischer Ebene dafür sorgen, dass Sexualassistenz erlaubt ist, also dass da ein Unterschied gemacht wird. Aber in Deutschland ist es noch nicht so weit und ich hoffe, es kommt nicht so weit, weil ich habe echt keine Lust auf irgendeinen politischen Streit oder so. Die Sexualität und Sinnlichkeit, jetzt komme ich zu der Unterschied, was Sexualassistenz ist ganz körperlich, ganzheitlich und bewusst. Nicht eine auf Geschlechtsmerkmale fixierte mechanische Sexualität, die man eher in der traditionelleren Formen der Sexarbeit findet, aber auch in viele Ehebetten. Das habe ich erst vorhin, irgendjemand von Ihnen hat das auch gesagt, monoton, waren Sie das? Dass es so monoton wird, so ja, oh ja, wollen wir mal wieder? Okay, 5 Minuten. Und das sind dann im Grunde genommen auch so ein bisschen so mechanische Nummern. Das heißt aber Ehe. Und in der Sexarbeit heißt es Prostitution oder so. Also die Anbieterin hat ihre eigenen Grenzen und Möglichkeiten reflektiert und achtet sie. Es geht nicht darum, eine Liebesbeziehung vorzutäuschen und wahllos Erwartungen zu erfüllen oder darum, nur zu befriedigen. Das Spiel, dass ich das sage, ist, weil viele Menschen haben Angst für die Macht
wie nennt man das, diese Machtspiele zwischen jemand, der das anbietet und jemand, der das in Anspruch nimmt. Es ist für mich, das gehört für mich zur Ethik des Sexualsystems, man macht der anderen nicht etwas vor. In der traditionellen Sexarbeit sagt man, ach Herbert, ich habe gerade heute an dich gedacht, wie schön, dass du kommst. Und Herbert will das dann gerne glauben und das geht nicht bei Sexualassistenz. Aber man kann schon freundlich sein, sagen, wie schön dich zu sehen oder ja, das kann durchaus da sein. Die Sexualassistentin muss die Fähigkeit haben, mit sich selbst in Kontakt zu bleiben und zu merken, wie es ihr dabei ergeht, wenn sie eine intime Begegnung für jemand anderen gestaltet. Das ist dieses Bewusst. Also es ist nicht so, wie ich schalte ab und dann mach mit mir, was du willst und dann am Ende kriege ich das Geld und tschüss. Das ist nicht die Ebene. Es ist, okay. Und dann ist die Frage natürlich von vielen Menschen, ja, wie soll das gehen? Ganz schnell, Bedingungen für jemand in meinen Augen, die das anbietet, ist Reflexion der eigenen Sexualität und Beziehungsgeschichte, Wissen um die eigene Motivation und das auch immer wieder überprüfen und vor allem, okay, kein Helfersyndrom oder nicht zu viel, Humor und Neugier finde ich sehr wichtig, alles nicht so bierernst. Privates Umfeld weiß Bescheid und respektiert, heißt, wenn meine Freunde wissen, was ich mache, mein Partner weiß, was ich mache, und das ist auch weiter kein Thema, oder wo wir endlos drüber reden, oder dass die immer fragen, wie war denn und was hast du denn? Das ist einfach, aber es muss klar sein, es darf nicht sein, dass man anonym bleiben will, das wird schwierig. Oh, sorry. Kenntnisse über Behinderungsformen da, nur über die körperliche Behinderungsformen. Nee, nur über die geistige. Weil ein Körperbehinderte kann dir auch selber erzählen, hier habe ich noch Gefühl und da nicht und das kann ich und das macht die Beziehung auch viel ebenbürtiger. Ein Autist, der nicht spricht, kann mir nicht erklären, wie er die Welt wahrnimmt. Dann ist es schon gut, wenn ich mal ein Buch darüber gelesen habe oder so. Das hatten wir schon. Ich arbeite seit Jahren nur noch mit Menschen, die schwer, hatte ich auch schon gesagt, Menschen mit Demenz. Beim ersten Telefonat geht es von Eltern, Angehörigen, Einrichtungsleitungen, Psychologen, Pflegedienstleitungen, geht es fast immer um Verhaltensauffälligkeiten. Es geht oft um Menschen, die auf sich aufmerksam gemacht haben durch Aggression, Übergriffe, Autoaggression, das ist oft bei Menschen mit Autismus oder Menschen mit kognitiven Behinderungen, endlose missglückte Versuche zu masturbieren, unerträglich gewordene Annäherungsversuche an Menschen, die dabei immer ihre Grenzen setzen müssen, Personal, Angehörige, Mitbewohnerinnen oder auch Menschen auf der Straße. Das ist jetzt, es gibt oft Scham und Hemmungen, das hatten wir auch schon. Was dann darin resultiert, dass es schwierig ist, darüber kreativ nachzudenken. Das geht nicht. Wenn ich zu sehr beschäftigt bin mit, oh Gott, oh nein, und dann kann ich nicht kreativ denken. Darum gibt es diese Info-Workshops und das ist eine Gelegenheit, die Arbeit kennenzulernen und auch sagen zu können, das tun Mitarbeiter auch, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, das ist dann schon mal auf dem Tisch. Und dann ist es natürlich schön, wenn diese Person auch bereit ist, darauf eine Antwort zu hören oder sich da zu bewegen in seinen Geist. Sexualassistenz ist keine Therapie, es ist eine Erfahrungsmöglichkeit. So, jetzt will ich noch einen Bericht vorlesen. Das ist nicht lang. Und zwar, wie dann so eine Begegnung aussehen kann. Seniorenzentrum in Berlin. Pflegedienstleiterin ruft mich an. Ich höre Alter 80, vaskuläre Demenz, halbseitige Lähmung, grapscht grob, lacht bei Ablehnung, wirkt aufgedreht, ein Termin wird gemacht. Das Personal bekommt von mir folgende Anweisungen, Zimmer geheizt, Bettwäsche frisch. Es geht um Herr Kramer, sorry, das habe ich noch gar nicht gesagt. Das heißt natürlich nicht wirklich Herr Kramer, aber gut. Herr Kramer frisch geduscht. Ich fahre hin mit der S-Bahn, dann Bus. Mir ist etwas mulmig. Als ich in dem großen Haus reinkomme, bin ich in einer Art Halle. Links die Rezeption, etwas mehr nach hinten scheint eine Art Musikkreis im Gange zu sein.
Die Rezeptionistin sagt mir, wo das Untergeschoss ist. In das Untergeschoss wohnt Herr Kramer auf eine geschlossene Abteilung. Schwester Monika empfängt mich. Ein paar neugierige Blicke von anderes Personal, freundliches Nicken. Das ist natürlich auch immer so ein Moment, wo man dann reinkommt und alle gucken, oh Gott, das ist die jetzt. Hä, die sieht aber gar nicht aus, wie wir uns das vorgestellt hatten. Naja, die freundliches Nicken, als wir ins Zimmer kommen, sitzt Herr Kramer noch vor dem Fernseher, der wird nun ausgeschaltet. Er fängt sofort an, oh, schöner Busen, und fasst Schwester Monika und auch mich völlig ungeniert am Busen. Sie schimpft ein bisschen mit ihm und sie sagt, was soll Frau de Vries nun von uns denken? Daran merkt man dann, dass die Sympathie noch da ist, bei der Pflege, bei das pflegerische Umfeld, dass man noch so kleine Witzchen machen kann. Ich lasse es zu und nehme dann seine Hände und stelle mich direkt vor ihm hin. Ich bin Nina, ob ich ihn duzen darf? Ja, das ist okay, er ist Thomas. Und weiter mit der merkwürdigen Nummer des Entzückens über den Busen. Er ist wie aufgedreht. Es kommen noch 2 andere Pflegekräfte, um ihm aufs Bett zu legen. Er schreit und jodelt. Ich warte im Flur. Verschiedene Menschen sind dabei, den Gang hoch und runter zu gehen mit leeren Blicken. Einer schaut mich auch neugierig an. Ich grüße freundlich, als ob dies völlig normale Umstände sind. Als ich wieder hereinkomme, liegt Herr Kramer aufs Bett. Zusammen mit Schwester Monika legen wir ihn etwas mehr zu einer Seite, damit ich auch daneben Platz habe. Als alle weg sind und die Tür zu, mache ich Musik an, Kerzchen und brenne etwas Duftpapier, um diese Pflegeheimgeruch ein bisschen wegzukriegen. Herr Kramer ist auf einmal völlig ruhig. Und als ich noch einmal auf die Toilette gehe und wieder zurückkomme, scheint er ein wenig eingenickt zu sein. Ich lege mich neben ihm. Sanfte Berührungen, massieren. Während unserer Stunde zusammen ist er ruhig, angemessen in seine Berührungen und Ausdrücken. Einmal weint er kurz, als ich ihm frage, was er früher beruflich gemacht hat. Er war Fleischer. Da kommen die Tränen. Ich sage, das macht dich traurig. Ja, sagt er. Und merkwürdigerweise schauen wir uns dann eine Weile lang direkt in den Augen, ohne dass dies peinlich ist. Er scheint die Berührungen zu genießen, ist nicht mehr grapsig. Bevor er nicht lange danach plötzlich stirbt, bin ich noch 2-mal da. Es ist ein angenehmer, wertschätzender Kontakt. Das mit dem nicht, ohne dass es peinlich wird, für Männer ist es ja oft peinlich, wenn sie weinen müssen. Ne? Da muss man natürlich in so einem Moment nicht, muss man ein bisschen abchecken, ist das jetzt okay, wenn ich ihm anschaue, wenn er gerade wenn da gerade die Tränen kommen. Aber das ist für mich eigentlich fast intimer als alles andere. Ja? Klar hatte er eine Erektion, klar hatte er, glaube bei der 2. Sitzung auch einen Samenerguss gehabt. Das ist auch alles passiert, aber es ist dieses Anschauen und dieses Menschliche auch, ist für mich, das ist auch eigentlich Intimität. Habe ich gestern irgendwo gelesen. Gut, jetzt noch ganz schnell, weil das ist für Sie wichtig. Wer von Ihnen arbeitet in der Pflege? Wollen wir mal gucken auch alle? Oder in irgendeiner Pflege? Oder wer von Ihnen ist Angehöriger? Oder warum sind die anderen hier? Warum sind Sie überhaupt hier? Okay, also das können wir jetzt nicht erörtern. Es geht jetzt kurz noch um die passive Sexualassistenz. Das ist die Aufgabe der Einrichtung und die Mitarbeiterinnen. Das ist ein viel größerer Bereich. Da drin kann auch aktive Sexualassistenz mal eine gute Idee sein. Ja? Es bedeutet, die Voraussetzungen für die Verwirklichung selbstbestimmter Sexualität zu schaffen. Eine Sexualität, Sinnlichkeit, freundliches Klima zu kreieren. Das sieht man sieht hier zum Beispiel, da ist jetzt jemand mit Down-Syndrom in diese Bereiche. Es findet natürlich überall ganz viel Berührung statt, in diese ganzen Bereiche von Pflege und Behinderung und Menschen, die Unterstützung brauchen. Untersuchungen Universität Amsterdam. Was ist die wichtigste Voraussetzung, um ein sexualitätfreundliches Klima zu kreieren in einer Einrichtung?
Die Mitarbeiterinnen kennen und respektieren ihre eigenen Grenzen und Möglichkeiten diesbezüglich und sind in der Lage, darüber zu reden. Das ist das Wichtigste. In meiner Ausbildung wurde ich gut vorbereitet auf das Thema Sexualität in der Arbeit. Kurzer Check. Sie haben alle ein rotes und ein grünes Kärtchen. Wer von Ihnen hat das Gefühl, er wurde gut vorbereitet auf das Thema Sexualität in der Arbeit, in seiner Ausbildung? Okay? Sie? Oh, okay. Bitte richtig hoch, dass wir wirklich auch einen Überblick haben, wie viel Rot und wie viel Grün wir haben. Bitte schauen Sie sich um. Es ist deutlich, es ist schon interessant, es gibt ein paar Grün, aber ganz viel Rot. Naja, Rot-Grün. Okay, also ich bin immer überrascht, weil bei jedem Dings, wo ich das mache, man sieht echt ganz viel Rot. Oh, warum passiert das jetzt? Hä? Weil jetzt komme ich auch ein bisschen von meinem Ding ab, weiß ich nicht mehr, was ist. Ist das jetzt weg oder ist das jetzt einfach? Okay, dann machen wir noch so eine Frage, Rot-Grün. Haben Sie manchmal eine Abneigung gespürt, wenn Sie die sexuelle Wünsche, Äußerungen, Annäherungen von Klienten erlebt haben? Hat es das gegeben, so ein kurzes Stützen? Und einfach ehrlich sagen, ja, wir sind keine Übermenschen. Okay, und schauen Sie sich bitte um, bitte. Das ist so komisch immer für mich als Holländerin, wir würden immer gucken, immer. Was? Grün, 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 grün. Ja, das ist nicht so leicht, wenn man das alles mitbekommen muss von Menschen, mit denen man eben nicht wirklich nah ist. Das ist so. Okay, ich gehe einfach weiter. Viele Pflegehandlungen bringen intime Berührungen mit sich, die Scham und Ablehnung, aber auch Sehnsüchte hervorrufen können. Was kann passieren? Sexuelle Übergriffe auf Mitarbeiterinnen, auf eine andere pflegebedürftige Person, eine andere nicht orientierte pflegebedürftige Person. Dann kommt auch dieses, was Herr Ugolini sagte, die Menschen müssen ja auch geschützt werden, die da wohnen. Die brauchen auch die Sicherheit, dass sie nicht sowas erleben müssen. Aber gut, es muss ein bisschen kreativ geguckt werden, was man da machen kann. Aus der Not geboren passiert Totschweigen, Abwerten der betreffenden Person, einschließen, verlegen, sedieren, fixieren. Das sind dann die Alternativen, wenn man nicht auf die Idee kommt, vielleicht auch mal was zu wagen. Aus eigener Überforderung, Abwertung von Kolleginnen, denen es scheinbar nicht so geht, die gibt es ja auch immer. Ja? Die Frauen, die sagen, das ist für mich nicht problematisch. Resultat, vergiftete Atmosphäre. Was tun? Jetzt ist was ganz Wichtiges. Ich weiß nicht, ob sind hier im Saal jetzt auch Menschen, die in leitungsgebende Positionen sind, in Einrichtungen? Schade. Doch? Okay, gut. Wie auch immer. Sie können das auch als Mitarbeiter einfach weitergeben. Es ist unerlässlich, dass eine Einrichtung ein klares Konzept bezüglich dem Umgang mit Sexualität formuliert hat. Wenn ich für meinen Vater oder meinen Angehörigen ein Heim suche, dann muss es eigentlich idealerweise irgendwann so sein, dass man so klicken kann, ja, dann hat man doch immer dann steht da, wie gehen wir um mit Sexualität und Beziehungen in unserer Einrichtung? Klick und dann liest man darüber, wie damit umgegangen wird. Was kann man zum Beispiel formulieren in so einem Konzept? Erstens, welchen Stellenwert hat Sexualität für uns? Wie sehen wir das eigentlich? Ist das eine Ressource oder ist das ein Problem, was eigentlich nicht stattfinden soll? Wodurch dann auch immer wieder meistens ein Mann aufmüpfig werden muss. Frauen tun das nicht so schnell. Oder ist es eine Ressource? Ist es etwas, was auch glücklich machen kann? Wie lernen wir über Sexualität zu sprechen? Das ist nicht so leicht, das ist nicht so, das muss man üben. Welchen Wortschatz steht uns zur Verfügung? Wenn ich mit Klienten bin, frage ich immer, wie nennst du das? Und so benenne ich das dann auch. Der eine sagt Penis, der andere sagt Schwanz, der andere sagt Pimmel. Also das ist auch wichtig, das zu wissen, wie nennen wir das jetzt. Ja? Wie gehen wir um mit Übergriffen? Wer organisiert bei Bedarf eine aktive Sexualassistenz? Das muss auch in dem Konzept natürlich drinstehen. Sind wir überhaupt offen dafür? Es gibt christliche Einrichtungen, leider, die dann sagen, nee,
Das geht nicht. Was denken die denn von uns? Die denken dann, wir holen hier Huren in unsere Einrichtung. Das sind dann so alles Überlegungen. Wie weit, obwohl ich muss dann noch dazu sagen, ich habe schon immer, die ganze Zeit arbeite ich mit Caritas-Einrichtungen und Diakonie-Einrichtungen. Mein allererster Kongress in Wien war von der Caritas organisiert, da war ein Priester der Vorsitzende, also das ist nicht so, dass die nicht offen sind. Aber es kann auch das geben, dass sie meinen, es ist nicht christlich, sowas zu machen. Wie weit geht unsere passive Unterstützung, das festzulegen? Besorgen wir, wenn nötig oder gewünscht, zum Beispiel erotische Filme, Vibratoren, Erektionshilfe, tun wir das? Oder müssen die Leute dann einfach, wenn sie keine andere mehr, sie können es vielleicht nicht ihre Tochter oder Sohn fragen, wie kriegen die das, wenn die das brauchen oder haben wollen? Dass man schon mal darüber nachgedacht hat. Konkret ist auch Vorbereiten und Nachbereiten von Sexualassistenz. Wenn jemand nicht orientiert ist, brauche ich zum Beispiel eine Rückmeldung. Dann muss ich einen Ansprechpartner haben, wo ich am nächsten Tag anrufen kann, wie war denn Herr so und so drauf, wie hat er sich verhalten, wie schien er drauf zu sein, war er entspannt oder war er irritiert oder durcheinander, oder ich brauche eine Rückmeldung, ja? Wenn es jemand ist, den ich nicht selber anrufen kann. Das gehört auch dazu und das Vorbereiten auch. Gespräche mit Angehörigen, das ist oft das Schwierigste. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, hat jemand mal einen Workshop gemacht, der schwierige Angehörige. Weil es ist nicht leicht, mit einer Tochter oder Sohn zu sprechen, ja, sorry, aber Ihr Vater, so wie diese Tochter, die ist jetzt, meistens sind es auch die Töchter, die kann das formulieren und die kann das reflektieren. Aber das ist nicht immer möglich und manche sagen, nein, mein Vater hat das nicht oder kognitiv behinderte Kinder, nee, mein Sohn braucht das nicht, wo es ganz offensichtlich ist, dass das nicht stimmt. Was macht man dann als Mitarbeiter? Es ist wichtig auch, denke ich, da habe ich als Ende, aber ich sage es jetzt lieber, Mitarbeiter werden brauchen Fortbildungen von qualitativ hohem Niveau, wo drin sie zum Beispiel die eigene Sexualität reflektieren. Was nicht heißt, dass es grenzenlos, jeder muss jetzt auf den Tisch legen, was da alles mit mir ist und passiert ist und wie ich lebe, und darum geht es gar nicht. Aber einfach mal gucken, was habe ich da für Normen und Werten, ja, weil wenn man sich das nicht bewusst ist, projiziert man ganz schnell und leicht auf anderen. Ja, Bewusstsein der eigenen Normen und Werten. Ich war mal in Österreich bei Graz. Da hat eine Frau gesagt im Publikum, ja, eine von unseren Bewohnern will zum Domina. Ja, was machen wir denn da jetzt? So wie, das geht doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, oh, Sie wären ja eine gute Domina. Da konnte sie, glaube ich, nicht drüber lachen. Aber es ist wirklich dieses Vorschreiben wollen, das ist allerdings schon 10 Jahre her. Ich glaube, mittlerweile ist schon ein bisschen mehr so ein, ja. Es geht nicht, dass die Einrichtung sagt, was man leben darf und was nicht. Oder dass, wenn ein Mann sagt, ich will aber eine Prostituierte und die muss 30 sein und lange blonde Haare haben. Und die Einrichtung sagt, nein, gehen Sie doch lieber mit unserer Sexualassistentin, die ist leider schon über 60. Aber gut, wir fühlen uns damit wohler. Nee, das geht nicht. Viele das habe ich gerade gesagt, sie müssen dieses Konzept, was dann eventuell formuliert wird, das müssen Mitarbeiter auch umsetzen können. Und das können die oft nicht und die fühlen sich dann völlig, oh Gott, jetzt müssen wir das auch noch alles machen. Wie soll das gehen? Ja? Und dann zu sagen, hier haben wir eine Sexualpädagogin, ja, und die dann einfach einen Tag lang den Raum zu geben, auch zu sagen, ich weiß nicht und bei mir und allein schon das bringt so viel auch an Qualität dann in die Arbeit wieder mit rein. Okay, liebe Menschen, ich bin jetzt wirklich 10 nach halb. Jetzt kann ich aber abschließen, ohne das Gefühl zu haben, dass ich ganz wichtige Sachen
verpasst habe. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.